Bei Guatemala denkt man an Bürgerkrieg und an Massaker an den einheimischen Maya. Von 1960 bis 1996 fand praktisch ein zweiter Genozid an den Maya statt, nach der Eroberung durch die Spanier vor 500 Jahren. Erst nach 36 Jahren wurde der Bürgerkrieg beendet. In dieser Zeit ist die Deutsche Susanne Heiße nach Guatemala gekommen, genauer gesagt nach San Marcos La Laguna am Atitlansee und dort geblieben. Mit ihrer Organisation Pura Vida Atitlan und ihrem sehr sichtbaren sozialen Engagement hat sie sich einen Platz unter den Einheimischen verdient und wird besonders von der ärmeren Maya-Bevölkerung respektiert. Doch nun wird sie hart kritisiert, ausgerechnet von einem Maya. Der nennt sie eine Rassistin, Kolonialistin und Neonazi und wirft ihr Betrug und sogar sexuellen Missbrauch vor. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo, guten Tag. Sagen Sie mir erstmal, wie Sie sich fühlen, nach 30 Jahren im Land in so einer Situation zu sein. Hin und her gerissen zwischen Tränen und Verzweiflung, aber auch zwischen der Genugtuung, dass wir unsere Mission hier so gut es ging an die Leute bringen konnten und das auch gemacht haben und uns da gar nichts vorwerfen können und niemand kann uns da was vorwerfen. Und das ist eine Genugtuung, die wir im Herzen haben und Okay. das ist alles, was wir haben. Ja. Mhm. Bevor wir zu dem aktuellen Problem kommen, Sie sind in Deutschland und sogar weltweit ja sogar ein bisschen berühmt geworden durch Ihre Idee, Hauswände aus mit Verpackungsmüll vollgestopften Plastikflaschen zu bauen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen darüber, was Sie in Guatemala machen und wie Sie sich finanzieren. Okay, also ich zeige Ihnen mal. Das ist der Ecoladrillo. Das ist ein Eco-Baustein und Bisschen damit höher sind wir halten? wirklich, Ein bisschen höher halten? ja, Ja, genau. so, Mhm. muy bien, okay. Und damit sind wir berühmt geworden hier, weil das war so unser erster großer ähm, Lösungsvorschlag für das ganz schlimme Müllproblem hier am schönsten See der Welt. Vor 20 Jahren, da wurde der Müll verbrannt in die Erde, in Löcher oder am besten in irgendwelche Bäche oder Flüsse und gleich in den See rein. Und das war für mich so schlimm anzusehen, dass ich gedacht habe, da muss ich mich jetzt einbringen. Und, und das haben wir gemacht und geschafft. Und das ist weltweit in ärmeren Ländern, die keine äh, Müllsystemsorge haben, Die Entsorgung. Entsorgung haben, Entsorgung, das Wort überhaupt, für die ist das auch bis heutzutage noch ein Thema, dass sie ihren Plastikmüll gut getrennt in Plastikflaschen, die auch Müll sind, sozusagen, stopfen und damit Schulen oder Bibliotheken bauen. Das ist dann zu einem Bausystem von uns weiterentwickelt worden, weil wir uns gefragt haben, was machen wir denn, wenn wir jetzt ganz viele von diesen Müllflaschen haben? Und das ist jetzt das Bausystem. Ich weiß nicht, sehen Sie Ja, das? sieht man. Mhm. So sieht das Haus dann aus, verputzt. Ja, Aber den Kindern gefällt das immer am meisten, weil das so bunt ist und weil die Kinder da auch mitarbeiten ja. in diesem ganzen Gefüge. Aber an einem gewissen Punkt in unserer Arbeit hat dann Pepsi Cola angerufen und hat gesagt, ja, hier ist Pepsi Cola international und wir wollen Verbündete mit ihnen sein. Und dann habe ich gedacht, boah, wir machen hier nur die Müllarbeit hinter diesen großen Firmen, die ihren Müll einfach so da lassen. Ja? Und ich habe das abgelehnt. Und wir haben uns dann gefragt, ja, wir wollen nicht hier Aschenputtel sein und hinter denen herräumen. Wir müssen neue Lösungen dafür finden jetzt. Auch wenn das Recycling ist ja gut, aber das ist ja nicht alles. Wir müssen den Plastikmüll stoppen, soweit es geht. Und da haben wir dann dieses bessere Ernährung, Mhm. ähm, weniger Müll und ein starker Lokalmarkt.
Das war Ja. unser nächster großer Programmpunkt. Da haben wir ein Manual geschaffen. Da sind wir durch die Schulen gegangen, 500 Schulen um Mhm. den Atitlansee herum. Da haben wir mit dem Schulsystem gesprochen. Da wurden also in den Schulen verboten, dieses Junkfood zu verkaufen. Nur noch lokale Schokobananas, Früchte, Nüsse, alles, was der lokale Markt zu bieten hat. Mhm. Einer unserer größten Erfolge, 80% der 500 Schulen haben da mitgemacht und ich hoffe, die sind auch noch dabei, weil durch Covid sich vieles verschoben hat. Mhm. Und dann haben wir auch frisch weiter noch, zwischendurch hatten wir dann noch dieses Programm. Das sind jedes Mal, das will ich mal so zeigen, Manuale, die gedruckt worden sind, Handbücher? Mhm. Handbücher, die gedruckt worden sind und an alle Schulen verteilt worden sind. Ja. Oft auf meinem Rücken im Rucksack von Dorf zu Dorf gezogen, Mhm. aber manchmal, aber gut mit dem Bildungswesen verknüpft. Also nicht in einer Einzelaktion, sondern gut mit dem Bildungswesen verknüpft. Ja, Äh, darf ich da kurz einhaken? Sie haben es ja praktisch schon erwähnt. Also meine nächste Frage wäre, wie Ihre Zusammenarbeit mit der lokalen Maya-Bevölkerung ist. Es sind ja fast nur Maya, die dort wohnen, oder? Eben. Also in San Marcos sind wahrscheinlich mehr Ausländer mittlerweile als, nicht als Lokale, aber mehr Ausländer als irgendwo anders. Aber generell, das hat auch der Direktor des Bildungswesens für das Departement Solola, wo ich wohne, Mhm. gesagt, wir sind 98% Maya hier und bitte vertritt uns, wenn du das machen kannst. Und wenn ihr für uns Material herstellen könnt, das ist das, was wir brauchen. Wir kommen sonst an kein Material ran. Und das Material, was sonst so für die Maya-Indianer hergestellt wird, ist meistens in Schwarz- und Weiß-Zeichnungen so das Billigste, was es überhaupt gibt, was Mhm. man auch verstehen muss. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte was ganz Schönes für euch machen, bunt und so wie ihr das wollt. Und wir haben auch Umfragen gemacht und die haben gesagt, Susanne, wir wollen was Buntes und, und, und was Schönes. Und das haben wir gemacht und das ist angekommen. Und es ist auch angekommen. Wissen Sie, mein Spanisch ist nicht wie das Spanisch von jemandem, der studiert hat. Ich habe ein ganz einfaches Spanisch und ich mache auch viele Fehler, immer noch nach 30 Jahren. Aber das Gute ist, für die Maya-Indianer ist Spanisch auch die zweite Sprache. Und da haben wir uns getroffen mit den Leuten, die mit den ärmeren Schichten, mit den Kindern, die nicht so viel Spanisch sprechen können. Und wir haben manchmal gelacht über meine Fehler, die ich gemacht habe. Und das war so eine innige Verbundenheit, weil in dem Moment, wo Leute, die studiert haben, in irgendein Bildungssystem kommen, was mit der indigenen Bevölkerung zu tun hat, die verstehen die Worte nicht und dann sagen sie nur aus Scham, ja, 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 aber sie verstehen es nicht. Aber bei mir ist das nicht so, ist das Problem nicht, weil ich so ganz einfache Worte immer benutze für Mhm. sie. Und Sie sagten ja, Sie machen diese Handbücher. Da gibt es dann eine Finanzierung, nehme ich an, ne? Von Also Mitgliedern oder wie ist das? das sind verschiedene Finanzierungen gewesen. Einmal war das zum Beispiel die Deutsche Botschaft, die das finanziert hat. Einmal war das USAID, aber das war sehr schwierig, weil die haben also schwierige Kriterien aufgebracht und gesagt, ja, sie haben da von Gott geredet an einer Seite und das dürfen sie nicht. Und dann habe ich gesagt, aber in ihren Dollars steht überall drunter in God we trust. Aber das war sehr schwierig. Und dann haben wir Finanzierung bekommen von den kanadischen Studenten. Die haben nämlich ein Studentenprogramm unbedingt mit uns machen wollen. Und obwohl ich habe gesagt, wir sind keine ONG, wir sind nur ein Movement, eine Bewegung. Aber die haben gesagt, das ist uns egal, wir kriegen das hin. Und die sind jedes Jahr runtergekommen und haben mit mir in den Dörfern Schulen gebaut, Mauern gebaut, Bibliotheken, alles, was zu bauen ist mit dem konstruktiven System, mit den Ecoladriers. Und da war immer auch ein Gehalt. Und ich habe immer gesagt, Leute, das Gehalt von mir, das geht alles, drucken wir Bücher, ja, davon drucken wir diese ganzen
Bücher, ne? Das ist also ganz klar gewesen. Und so haben wir das gemacht, weil Die ich waren hab, also auch immer projektbezogen, ne? Also es gibt ja keine durchlaufende Finanzierung bei Ihnen. Das war es gibt projektbezogen, immer gar so keine einzeln. Finanzierung. Wir arbeiten seitdem wir Pura Vida haben in meiner kleinen Küche und ich bin ja Handbuchbinderin und ich kann Ketten machen und verkaufen. Ich kann mich selber ernähren. Das war so, wissen Sie, das ist ja eine Mission, was wir machen. Das ist ja nicht, um Geld zu verdienen oder Ehre zu ergattern. Das ist ja das ist ja ein Auftrag. Und das ist irgendwie, wo wir immer von gelebt haben, von diesen, wir machen das ohne da Gelder. Es gibt ja so viele NGOs hier mit großen Autos und schönen Palästen, um es so zu sagen. Und da wollten wir uns immer distanzieren. Das kommt vielleicht auch davon, dass ich irgendwie so erzogen worden bin. Ja, Ja, Sie dass sind man, ja eine Pastorentochter, ne? Und da hat ja, dass man sowas aus den dem Drang, Herzen für die rausmacht. anderen da zu sein. Hm. Und auch, wissen Sie, ich habe ja keine Kinder oder keine Familie. Das heißt, ich konnte mich da voll reingeben in diese Arbeit und bis zum Ausbrennen, was auch passiert ist. Aber ich brauchte nicht sagen, oh, das ist was Gefährliches, was wir jetzt machen. Und wir haben Zeiten gehabt, wo man mich gewarnt hat und mir gesagt hat, geh aus dem Ausland, geh zum Ausland, weil ich doch auch sehr weit gegangen bin in dem Ja. Angriff an die Junkfood-Industrie, also an diese Müllindustrie, sagen wir mal. Und das ist hier schon gefährlich. Hier kann man für $50 umgebracht werden. Ne? Vor allen Gut. Dingen, wenn man Ja, alleine lebt jetzt und haben wir so. schon einen guten Überblick, was Sie machen und warum Sie Ja, es machen und wie Sie es machen. Die Person, die Sie nun kritisiert, ist ein Quiché-Maya namens Arnulfo Oschla. Er bezeichnet sich selbst als spiritueller Lehrer und Repräsentant seines Volkes. Dazu muss man sagen, als spiritueller Lehrer wurde er 2014 wegen Vergewaltigung angezeigt, aber nicht verurteilt. Aufgrund ähnlicher Aussagen von mehreren jungen Frauen hatten sich damals Organisationen von Maya-Ältesten und spirituellen Würdenträgern offiziell von Oschla distanziert. Sie wohnen ja in demselben Ort. Hatten Sie früher schon mal mit ihm zu tun? also eine gute Frage, weil ich muss ehrlich sagen, nein. Das war nämlich, als er kam in unser Dorf und als das alles passierte, war ich in der, hatten wir eine CNN-Reportage, da hatten wir vom Bayerischen Rundfunk einen Film. Das ist sehr viel. Und da waren wir hier gefordert. Wir hatten die Cyanobacteria im See. Ich bin nur unterwegs gewesen. Ich weiß aber, er hat eigentlich in naher Nachbarschaft von mir ähm, so gegründet für Orphanos, für Waisenkinder. Hm? Und da habe ich immer gesehen, denen hat er die 3 Liter Coca-Cola gegeben. In unserem Dorf gibt es, in den Indianerdörfern gibt es keine Waisen. Die Leute kümmern sich um die Kinder, die irgendwie keine Eltern haben. Das waren also alles die Söhne von seinen Brüdern, die da saßen und Coca-Cola tranken. Und das Coca-Cola hat mich ein bisschen gefuchst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze andere Geschichte ist an mir vorbeigegangen. Ja, Okay. das ist, Ja, wir müssen uns damit auch gar nicht lange aufhalten. Nach den Vergewaltigungsvorwürfen hatte Oschla Guatemala für ein paar Jahre verlassen und sich von Großbritannien aus, dem Heimatland seiner Ehefrau, praktisch eine neue Identität aufgebaut, als angeblich einziger Überlebender eines Massakers an 116 Maya-Kindern in dem Ort Chiul. Nun gibt es von der Regierung Guatemalas, aber auch von der UNO ja, inzwischen Organisationen, die Verbrechen aus der Zeit des Bürgerkriegs aufklären. Die sollten auch in Chiul aktiv werden, haben aber nichts gefunden. Beziehungsweise sie konnten gar nicht erst anfangen zu suchen, weil Arnulfo Oschla, der die genaue Stelle des Massakers zeigen sollte, vorher verschwand. Die Gemeinde Chiul hat dann offiziell bekannt gegeben, dass es keine Hinweise gebe, dass dieses Massaker überhaupt jemals stattgefunden habe. Abgesehen davon wäre Oschla damals erst 2 Jahre und 10 Monate alt gewesen. Er sagt aber, er sei 7 Jahre alt gewesen und erinnere sich an die Details. Er sagt außerdem, er sei bis dahin, also bis er das Massaker überlebt hätte, blind, taub und stumm gewesen. Was halten Sie von seiner Geschichte? ja, das kann man.
mit einem ganz einzigen, wir haben seine Ausweise, ne? Ich habe ein Foto von seiner von seinem Geburtsurkunde, Ausweis, ja, Geburtsurkunde praktisch, ne? Auch. ja. Mhm. Und da steht ganz klar sein Geburtsdatum, ne? Und das ist 85. Das bedeutet, dass das Massaker, da war 2 Jahre und 7 Monate. Das ist das. Und dann gibt es noch was ganz Spezielles, was gegen ihn spricht. Wenn in irgendeinem Maya-Dorf ein Massaker war, da stehen die Mütter da. Wenn da 115 Kinder bei dem Massaker umgebracht worden sind, da stehen 115 Mütter, Schwestern, Tanten, die stehen da und fordern. Und im Fall Arnulfo Schlag gibt es niemanden weiter, der fordert das da oder der sagt, da war ein Massaker oder der sagt, wir haben unser Kind dort verloren. Und Chiul ist ein ganz kleines Dorf. Das ist nicht so, dass das irgendwie verloren gehen könnte. Und da muss man auf die Maya auf ihr Herz bauen. Ja, das ist eine ganz große Lüge. Und viele Mayas schreiben mir auch, dass das alles Lüge ist, dass die Leute in Chiul gar nichts mit ihm zu tun haben wollen und dass es da eben große Diskrepanzen gibt, weil er ja, also wirklich, und das ist für mich das Schlimmste, weil er eigentlich auf das ganze Leid, was da passiert ist in diesem Bürgerkrieg, da zieht er seine Gelder raus und sein falsches Image. Und das ist so schlimm, wie man sowas machen kann. Mhm. Das ist für mich unverständlich, muss ich Ja, es sagen. diskreditiert die echten Opfer, ne? Wenn man sowas macht, falls es falsch sein sollte, was wir hier annehmen. Nun hat Arnulfo Oschla in den sozialen Netzwerken Sie persönlich mit Namen genannt, wie Sie auch, wie schon erwähnt, beschimpft und Ihnen Betrug und sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Zuerst einmal sollen Sie für den Wiederaufbau Ihres Ortes, der 2005 durch Hurricane Stan zerstört worden war, angeblich 15 Millionen Euro aus dem Ausland erhalten und unterschlagen haben. Was sagen Sie dazu? Da bin ich sprachlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, ich lebe immer noch sehr einfach, sehr, sehr einfach. Ich habe erst bis vor 3 Jahren habe ich noch draußen geschlafen, ja, jede Nacht, außer in der Regenzeit. Und ich habe kein Fernsehen, keine warme Dusche. Ich lebe eigentlich doch sehr einfach im Vergleich jetzt auch zu den Maya-Indianern im Dorf, die alle schon ein bisschen gehobeneren Standard haben. Ähm, ja, bin ich sprachlos. Ich meine, mir wird auch vorgeworfen, und zwar mit einer öffentlichen Anzeige, dass ich Menschen umgebracht habe. Er Äh, sagte seinen Bruder oder auch andere, ja, um wen? sein Bruder und ja, nee, wir sind ja alle, ich bin ja auch nicht alleine, wir sind ja hier ungefähr 10 Leute, die diskreditiert werden, Ausländer und auch Einheimische. Da ist ein Indianerführer dabei, Maya-Indianerführer dabei, wo wir uns alle an den Kopf greifen, wie der auch angegriffen werden kann. Aber das Hauptopfer ähm, bin ich, ja, bin ich. Und mit Pura wieder. Hm. Ähm, eine andere Frau ist ja auch da als Zielscheibe auserkoren worden, offensichtlich, weil er direkt angrenzend an ihr Grundstück auch ein Grundstück hat, offensichtlich. Das war ja in den letzten 2 Monaten also offenbar eine große Geschichte und die Frau hat jetzt ihr Grundstück wiederbekommen. Können Sie ganz kurz sagen, wie das ablief? Ja, also da hat der Arnulfo sein eigenes Grundstück einfach erweitert, währenddessen die Besitzerin, die Kanadierin, in Kanada war und hat da einfach 25 Meter sich gestohlen sozusagen. Da hat es einen langen Kampf gegeben, aber der ist am Freitag, also mit Gerichtsverordnungen und mit Polizei und mit Reportern, hat man das wieder zurückgeschoben und hat die originalen Landvermessungen wiederhergestellt, sage ich mal. Das war ein ganz großer Aufwand. Ich war zum Glück mit den Kindern von der Schule pflanzen. Wir haben auf dem Heiligen Berg da Maguey gepflanzt und Pitaya und wilde Pflanzen. Und dann kam diese Nachricht und ja,
Mhm. Ja, Das ist schon mal, das hat ich, sich schon mal ja. gelöst, dieses Problem, das Landproblem, ne? Und zwar sehr legal, ne? Ja, also Arnulfo Oschla ist ja auch mit einer Britin verheiratet, einer Weißen sozusagen, aber seine Einteilung ist ja gute Maya, schlechte Weiße. Ne? Da ist ja auch schon mal was nicht ganz stimmig. Und ja, wie kann man das einordnen? Warum macht er das? Was ist da so die Idee dahinter? Gibt es da so eine Art persönliche Rache wegen der Eroberung des Landes durch Weiße 500 Jahre vorher? Oder was ist da los? Nee, also Erklären Sie sich? er verschweigt ja generell, dass seine britische, blonde, sehr extrem weiße Frau wird ja immer verschwiegen und sie haben ja auch ein Kind zusammen. Das ist nicht das einzigste Kind, was Ausschlag hat. Also der hatte in den Nachbardörfern auch ein San Juan, ein Kind, also von dem ich weiß. Ähm, ja, aber irgendwie am Anfang war das immer noch dieses Ding für seine Gerechtigkeit und sein Maya-Klischee. Aber das ist ganz deutlich, dass diese frische Attacke von vor seit 3 Monaten ist diese Attacke, dass er Leute akkreditiert. Ähm, Diskreditiert? das ist ganz, das ist ganz klar Mhm. mit Donation verbunden. Mhm. Also die haben, andere Leute haben das erforscht, aber ich habe das nicht recherchiert. Die haben recherchiert, die haben in London ein ganz großes Konto, wo Spendengelder eingehen und die, die, die Leiterin dieses Kontos ist die Mutter von Arnulfo, die seit 3 Jahren auch schon verstorben ist. Das heißt, es ist also ein vollkommen illegales Ding. Und das wahrscheinlich ist diese ganze Aktion eine Kombination zwischen ihrer Intelligenz, visuell sowas zu vermarkten, so ein Leid zu vermarkten und da voll reinzugehen in diese, oh mein Gott, das ist ja Genocide und guck dir mal, und diesen Rassismus zu verbreiten und er als, ich meine, er ist ja nicht mal ein Opfer vom Krieg gewesen, ja, ich weiß es nicht. Ja, aber die haben sich da sehr gut getroffen und nutzen das finanziell aus, das ist ganz klar. Ja, wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang den Fall der Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú, auch eine Quiché Maya aus Guatemala? Wie ist denn deren Opfergeschichte einzuschätzen? Naja, also Rigoberta Menchú hat ja ihre Kontroverse weltweit. Das bedeutet, also soweit ich das erlesen habe, ihr, ihre, ihre Geschichte ist verbrämt mit verschiedenen anderen Geschichten. Das heißt, es ist keine Original ihre Geschichte in Rigoberta Menchú. Das ist es nicht. Und das ist sehr schlimm, dass diese Lüge gemacht worden ist bei den Übersetzern oder bei der Frau, die das geschrieben hat, ihr Buch. Ich glaube, die Intention von Rigoberta Menchú war ehrlich und sie ist in ein schlimmes Ding reingekommen, wo sie nicht mehr raus kann und ähm, wo sie leider in dieser Opferrolle verbleibt, ohne da rauszukommen. Aber ich glaube, also Arnulfo Oschlach kommt aus einem Nachbardorf von Rigoberta Menchú und die haben sich das einfach gestohlen. Diese Lügengeschichte, also nicht, ich will damit nicht sagen, dass Rigoberta Menchú eine Lügengeschichte, aber einfach diese Unehrlichkeit und und einfach darüber hinweggehen, ja, das haben sie gemein und Rigoberta Menchú Foundation beschützt Arnulfo. Jedenfalls in den letzten, Mhm. deswegen ist er freigesprochen worden. Ja, das ist eine sehr große Macht, die da dahinter steht. Und das ist auch die Macht, die wahrscheinlich verhindert, dass, also ich meine, wie kann so ein Mensch überhaupt noch frei rumlaufen? Ja, der hat so viel Schaden angerichtet, richtet so viel Schaden an, und der läuft frei rum. Ich meine, da müsste doch eigentlich ein Test gemacht werden, ob er überhaupt noch zurechnungsfähig ist. Das ist das, was alle Menschen
fordern, ist ein Test, weil die alle sich am Kopf greifen und sagen, das ist doch nicht möglich, dass jemand solche Gerüchte verbreiten kann, Mhm. ohne einen einzigen Beweis zu haben. Ja. Ohne einen einzigen Beweis zu haben. Ja, eine Frage habe ich noch, weil Sie ja selbst auch keine leichte Vergangenheit gehabt haben. Sie waren 18 Jahre jung, als Sie versucht haben, aus der DDR in den Westen zu fliehen und deshalb waren Sie ein Jahr lang dort im Gefängnis und wurden dort auch auf verschiedene Weise missbraucht. Und nun stehen Sie einem Maya gegenüber, der sich selbst als Opfer sieht und Sie als angebliche Täterin beschuldigt. Kommen da Erinnerungen an früheren Missbrauch bei Ihnen hoch? Naja, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, ich habe immer so ein ziemliches Gerechtigkeitsempfinden gehabt, immer schon, weil ich ja kein leichtes Leben hatte in der DDR. Und nach diesem Jahr im Gefängnis, wo man unschuldig dann so sitzt mit 19 Jahren, und zwar unter harten Bedingungen, und dann steht man hier so jemandem gegenüber, der da so leicht drüber weggeht und einen so fertig macht und so ungerecht ist, da fragt man dann auch, ist ja ungerecht vom Schicksal oder so, ne? Aber wir wissen nicht, wo das alles noch hinführt und vielleicht sind wir nur wichtig, vielleicht ist diese ganze Geschichte wichtig, um Sachen auch anzugreifen. Ja, ich muss sagen, ich habe ja, das wissen nicht so viele, das haben wir nicht so veröffentlicht, glaube ich, aber ich habe ja zweimal in Flüchtlingslagern gearbeitet. Einmal bei dem Erdrutsch in Santiago Atitlan Panabach habe ich ein Jahr in dem Flüchtlingslager gearbeitet mit den Kindern in Posttraumatherapie. Und dann auch, als der Vulkan Fuego ausgebrochen ist, war ich auch ein Jahr mit den Kindern in diesen Flüchtlingslagern, um an der Posttraumatherapie zu arbeiten. Und ich, ich kann nur sagen, das ist was ganz Wichtiges, eine Posttraumatherapie zu machen. Und ich glaube, dass allen Opfern des Bürgerkrieges nicht eine einzige oder nur wenig oder viel zu wenige Posttraumatherapie geboten worden ist. Und deswegen denke ich, das ist wichtig, dass diese Menschen diese Maske abreißen des Io soy víctima, ich bin Opfer, ich bin Opfer, ich bin Opfer und ihr ganzes Leben da in dieser Rolle verbringen, das ist so wichtig und vielleicht kann man ja eine Chance haben, durch all das, was jetzt passiert, darauf nochmal hinzuweisen und das nochmal anzusprechen und zu sagen, Leute, lebt nicht weiter in der Opferrolle. Es ist Schlimmes euch passiert. Mir ist auch Schlimmes passiert. Nicht, vielleicht nicht so grausam, vielleicht jeder hat ein anderes Maß an, was man ertragen kann. Aber ich kann euch das nur sagen, ja. Und bitte schafft Gerechtigkeit. Lasst euch nicht von diesen Betrügern auf den Kopf rumspringen und in euren Wunden rumrühren. Ja, bitte, das ist das allererste und wichtigste. Stellt euch gegen diesen Menschen auf und gegen diese Ungerechtigkeit, die auch seine Ehefrau als Ausländerin da mit reinbringt. Also das ist wie Cloud und Bonnie. Das sind da zwei Betrüger, die da durchs Land streichen Hm. und sich Gelder einstreichen. Ja, das muss Ja. irgendwie gelöst werden. Und der Staat ist auch, ich meine, der Arnulfo, der hat ja alle Leute angezeigt. Der hat den Bürgermeister angezeigt, die Kirche neben sich angezeigt, die Leute, die die Wasser regeln. Es ist fast jeder angezeigt. Seine eigenen Brüder hat er auch angezeigt. Also sie hat die angezeigt. Da hat sie gesagt, auch sie ist vergewaltigt worden von den Brüdern von Arnulfo Hm. vor ihrem Haus. Mhm. Ähm, also, und auch der Präsident ist angezeigt. Die sind jeden Tag, hat das Ministerio Publico gesagt, jeden Tag kommt die und machen irgendwelche Anzeigen oder per Linie. Das heißt, das Ministerio Publico ist vollkommen überfordert von denen und gefroren, eingefroren, die reagieren nicht. Und so Ja. wissen wir jetzt gar nicht, wie das weitergehen wird. Ne? Ja. Also ja, Ihr Aufruf da, sich mit der Opferrolle zu beschäftigen, ist sicher sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, was man daran aber auch sieht,
ist, dass das ja, also dass eine ethnische oder nationale Zugehörigkeit überhaupt gar kein Parameter ist, ne, um irgendwie zu einzuschätzen, ob da jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Es wird eben Ja. dann auch wirklich benutzt und ich glaube, darüber sollten wir uns einfach als Menschen dann auch hinwegsetzen können, nicht wahr? Weil sie als Ausländerin arbeiten da mit den Leuten zusammen auf einer Vertrauensbasis und werden ja respektiert und wirklich sind ja Teil der Gesellschaft dort, ne? Integriert. Und das macht ja da, ist da überhaupt völlig irrelevant oder praktisch sie benutzen das, was sie geben können, nämlich die Brücke zu sein zu möglichen Geldgebern auch dann zu ihrem, ja, zum beiderseitigen Vorteil. Und ja, andere nutzen das dann aus. Aus. Aber ich muss dazu auch sagen, das ist natürlich Basicamente das Ende von Pura Vida, weil ich bin in zwei, drei Situationen gewesen, wo man mit Fingern auf mich gezeigt hat und gemauschelt hat. Und ich, ich kann so in den Dörfern nicht arbeiten. Wir haben seit anderthalb Jahren arbeiten wir an einem Buch über die Maya-Geschichte von den 10 Dörfern, die hier am See rundherum sind. Das kann ich nicht machen, weil das Vertrauen vollkommen, nicht vollkommen, aber zerbrochen ist. Aufgrund dieser Und Vorwürfe von dem Opfer. aufgrund dieser Sache, ja, das ist Hm. jetzt, tut mir jetzt wirklich leid, wirklich tiefgründig leid, weil das so wichtig ist, dass die Mayas eigentlich ihre Geschichte lernen müssen. Die müssen wissen, dass man in Deutschland sie verehrt, auf den Knien ihre Kultur hochhebt. Das müssen sie wissen. Ich bin in Schulen gewesen, wo ich gesagt habe, oh, du bist Maya. Und die Kinder haben sich versteckt aus Angst, Maya zu sein. Und daraus wurde diese Idee geboren, dass wir müssen jetzt mal was machen an der Geschichte, damit diese Leute nicht auch, das geht, dann fließt dann auch wieder in diese Opferrolle rein, dass Hm. die nicht immer denken, oh, wir sind nur Mayas, sondern das Ja. Highlighten, Hochheben, ja. Mhm. Aber das werde ich jetzt gar nicht mehr machen können. Das kann wir jetzt nicht mehr machen, Ja, im glaube ich. Moment sieht so aus. Mal sehen. Also zumindest, was wir jetzt gemacht haben, ist ja dann auch ein bisschen mehr Wahrheit in die ganze Sache bringen. Und das wird auch ja veröffentlicht. Von daher mal sehen, ja, wie sich das Ganze entwickelt. Dumm sind die Leute ja auch nicht alle. Da kann sich dann jeder sein eigenes Es gibt Urteil. viele Solidaritätsbeweise Mhm. von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die helfen wollen und die sagen, das ist unfassbar, das tut uns so leid. Ne? Das gibt es und daran klammert sich meine Seele in Mhm. den dunklen Momenten. Ne? Okay. Gut, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr, sehr interessantes, informatives Interview. Und alles Gute. Danke Ihnen. Adios. Ciao, ciao.